nie wieder ist jetzt. An das erinnern, was war. Derer gedenken, die damals verfolgt wurden im Nationalsozialismus, als die Technische Universität noch Technische Hochschule hieß und Täter und Opfer zugleich wurde. Auch Studierende und Mitarbeitende waren Verfolgte im NS-Regime, wurden exmatrikuliert, entlassen, entrechtet. Für eine Reihe von damaligen Wissenschaftlern hat die TUM nun einen Gedenkort geschaffen. Also ich denke, dass dieser Gedenkort hier an der TUM ein ganz wichtiges Statement ist, das die TUM sich selbst gesetzt hat. Einerseits, um die Vergangenheit zu reflektieren, das, was passiert ist, aufzuarbeiten, aber auch gerade aktueller denn je, jetzt in der Gegenwart nochmal zu betonen, mit welchen Werten die Technische Universität München verbunden ist. Also sowohl Akzeptanz als auch Toleranz, Vielfalt und ganz grundlegende Menschenrechte, dass man die einfach hier nochmal in diesem Raum einen Raum gibt. Und das war mir wichtig und deswegen bin ich heute hierher gekommen. Auch Charlotte Knobloch kam zur feierlichen Eröffnung. Als Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde und als Zeitzeugin fand sie eindringliche Worte und mahnte die Studierenden, als Gestalter der Zukunft unseres Landes wachsam zu sein. Und das sind sie. Stefan und Konstantin haben sich im Rahmen eines Seminars mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Münchens auseinandergesetzt. Dass die TUM das auch macht, finden sie wichtig. Auch diese Dokumentation. Also mir persönlich als Studierender war es nicht so klar, dass die Leute so ausgegrenzt wurden. Natürlich war es immer schon so, man weiß, dass das passiert ist, aber man hat jetzt zum Beispiel auch keine konkreten Gesichter vor Augen, keine konkreten Menschen. Und da man sich jetzt mit diesen Individuen beschäftigt, bekommt dieses Fragezeichen jetzt endlich mal ein Gesicht. Und jedes Einzelne hat seine Geschichte, eine bewegende, eine verstörende. Alle diese Professoren haben an der TUM geforscht und gelehrt. Sie alle wurden entlassen, manche von ihnen in den Tod getrieben. Wenn ich heute in den Vorführungen von Professor Nähringer zuhöre, dann hat mich das zutiefst berührt und auch erschrocken, mit welcher unglaublichen Unmenschlichkeit einerseits, aber auch Systematik man damals versucht hat, wirklich die Universität sozusagen umzupolen, Wissenschaft sich gefügig zu machen. Und wenn ich heute hier durch den Gang gehe, mir die 17 Geschichten anschaue, dann glaube ich, begreifen wir auch am meisten an den persönlichen Geschichten, wie schlimm es für die einzelnen Personen war und welches Unrecht eigentlich hier auch unsere Universität in der Vergangenheit getan hat. Daran zu erinnern, ist auch Paul ein Anliegen. Gemeinsam mit seiner Fachschaft hat er angeregt, dass Hörsäle umbenannt wurden, die die Namen trugen von Wissenschaftlern, die sich in den Dienst des NS-Regimes gestellt haben. Umso mehr begrüßt er diesen Gedenkort. Ich finde, es ist einfach auch ein gut gewählter Ort hier, weil hier tagtäglich viele Studis langgehen und sich so irgendwie mit dem Thema konfrontiert sehen in ihrem Alltag und eben diesen Zusammenhang von Moral, Verantwortung und Wissenschaft ein bisschen gezeigt bekommen. Auch Elias war es wichtig, mit dem studentischen Filmclub der TUM diese Veranstaltung mitzugestalten. Gerade heute ist es ein sehr präsentes Thema und wir als Studenten stehen auch in der Verantwortung mitzuziehen und zu zeigen, dass wir als Studis an der TUM Fahne zeigen. Und auch die Ausstellung finde ich sehr gelungen, dass wir dann als studentischer Verein da mitwirken können. Das ist super. Jetzt hier heute nochmal die Weiße Rose zu zeigen, es passt, finde ich, perfekt. Auch der Andrang ist ganz groß heute, das ist sehr gut.